ישיבה. President of Court, please, Dr. Servatius, carry on. Ich komme zu dem Hauptvorwurf in Punkt 1f. Vernichtung der Juden in den Vernichtungslagern. Inwieweit der Angeklagte die Verantwortung für das Geschehene trägt. Jurisdiction of this department is a priori indicated in the matter of the request by the Strasbourg University for a collection of skeletons. However, it was not the Eichmann Superior who turned to him or another authority, but rather Reichsleiter Brack from the Führer's office. They sent the administrator of the Ancestral Heritage Organization, Sievers, to him. This is a very peculiar procedure which does not accord with regular bureaucratic procedures.
It is also a peculiar fact that Sievers does not request an instruction by the accused to the extermination camps, but only requests support for the programs of the Strasbourg University. Later on, Sievers again applies to the Department of Eichmann in the same, by the same route. There is no proof for any kind of order by the accused. In his testimony, the accused commented himself about this matter. Wird lediglich auf die Aussage von Wislicenyi Bezug genommen. Dessen Aussage wird hier jedoch durch kein weiteres Beweismittel gestützt. Wislicenyi ist als Mittäter an der Judenvernichtung verurteilt worden. Seine Aussagen können daher nicht ausreichen, die schuldhafte Beteiligung des Angeklagten zu beweisen. In paragraph 1G, the charges contained about shooting through the Einsatzgruppen in Poland. As proof for cooperation between the accused and these Einsatzgruppen, only Wislicenyi's testimony is used. However, that testimony has no other corroborative proof. Wislicenyi was sentenced as an accessory to the crime of exterminating Jews. For that reason, his affidavits cannot prove the participation of the accused. In Punkt 1h wird der Angeklagte der Zusammenarbeit mit den Einsatzgruppenkommandos im Baltikum und in dem Gebiet der UdSSR beschuldigt. Die von dem Angeklagten selbst berichtete Anwesenheit bei der Benennung der Gruppenführer, gelegentlich der allgemeinen Einführung dieser Kommandos, ist kein Beweis für eine bestehende Zusammenarbeit. Die Aussage des Angeklagten ist glaubhaft, dass bei dieser allgemeinen Einweisung keine Vernichtungsanweisungen gegeben wurden. Besondere Anordnungen werden üblicherweise im Anschluss an eine Besprechung nur den betreffenden Kommandeuren selbst mitgeteilt. Auch die Zuleitung der Ereignismeldungen der Einsatzgruppen ist kein Beweis für eine Zusammenwirkung mit diesen Gruppen. Die Berichte wurden einer großen Zahl von amtlichen Stellen zur Kenntnisnahme zugeschickt, ohne dass diese für eine Zusammenarbeit auch nur in Frage gekommen wären. Der Zeuge Barzelewski hat mit Ohlendorf, der Führer einer solchen Einsatzgruppe war, lange Zeit in Nürnberg eine Zelle geteilt. Er hat erklärt, dass Ohlendorf den Namen Eichmann niemals im Zusammenhang mit dem Einsatz der Kommandos erwähnt hat. H. The accused is charged with cooperation with the Einsatzgruppen in the Baltic area and in the Soviet Union. The presence of the accused, about which he testified himself, during the nomination of the commanders of the Einsatzgruppen, during the general briefing, is no proof for the existence of such cooperation. One can believe the declaration of the accused that during this general briefing, no instructions were given for extermination. Such special instructions are generally brought only to the attention of the commanders concerned shortly after the relevant session. The submittal of the progress reports of the Einsatzgruppen as well is no proof for joint action with the Einsatzgruppen. These reports were sent to a large number of official authorities for their information, even when no cooperation, no possibility for cooperation existed. The witness Barzelewski was for a long time the cellmate of Ohlendorf, who had been the commander of such an Einsatzgruppe. He declared that Ohlendorf had never mentioned the Eichmann in the context of the operations of the Einsatzgruppen. Unter Punkt I. Dieser Punkt befasst sich mit der Vernichtung von Juden in Riga, Kowno und Minsk Ende Juni 1941. Es trifft zu, dass der Angeklagte mit der Deportation von Juden aus Deutschland, Frankreich und der Tschechoslowakei damals befasst war und dass diese in Ghettos gebracht wurden. Dass diesen Juden aber durch Einsatzgruppenkommandos das Erschießungsschicksal drohte, war dem Angeklagten damals nicht bekannt. Aus dem Bericht des Kommandeurs der Einsatzgruppe in Riga ergibt sich, dass am 30.11.41
der höhere SS- und Polizeiführer mit Erschießung von Deportierten begonnen hat. Ein Einfluss des Angeklagten auf diese Tötungen ist nicht nachgewiesen. Paragraph 1I. This paragraph deals with the extermination of Jews in Riga, Kovno, and Minsk at the end of June 1941. It is true that the accused was engaged in the deportation of Jews from Germany, France, and Czechoslovakia, and that these Jews were taken to ghettos. However, it was not known to the accused that the fate that was in store for those Jews was killing by the Einsatzgruppen. From the report of the commander of the Riga Einsatzgruppe, it transpires that on the 30th of November 1941, the senior SS and police commander began killing the deportees by shooting. Any influence by the accused on these killings has not been proven. Bezieht sich auf Arbeitslager. Ich nehme hier Bezug auf die früheren Ausführungen zu Punkt 2a. Danach trägt das Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt die Verantwortung. Point 1J deals with labor camps. Here I refer to my previous explanations regarding paragraph 2A. Full responsibility here lies on the head office of administration and economy. Tötung von Hunderttausenden in den Jahren 39 bis 45 durch Massendeportation und Einschließung in Konzentrationslager, Durchgangslager und Ghettos. Der Angeklagte war mit der Deportation in genannten Ländern befasst. Davon ausgenommen ist aber das Gebiet der UdSSR und des Baltikums. Dies ergibt sich aus dem vorliegenden Material. Bei den umfangreichen Deportationsakten liegen keine Mitteilungen bezüglich der letztgenannten Gebiete vor. Die Angabe des Angeklagten, dass er in den Ostgebieten bei keinen Deportationen mitgewirkt habe, findet damit eine Bestätigung. Gleichfalls sind keine Deportationen durch den Angeklagten aus Italien erfolgt. Dies hat der Zeuge Kappler bestätigt. Die Maßnahmen, über die er bekunden konnte, waren durch den Reichsführer unmittelbar angeordnet. Was die Erfassung von Juden in dem Durchgangslager von Drancy in Frankreich und Westerbork in Holland betrifft, so erfolgte diese durch den jeweiligen Befehlshaber der Sicherheitspolizei. Die Ausübung der Befehlsgewalt durch diese Befehlshaber ergibt sich gut aus dem Buch der Anwältin von Thalingen-Doles, Der Kampf um ein Menschenleben. Wegen der Ghettos und Arbeitslager in den Ostgebieten wird auch hier auf den Closing-Brief und die früheren Ausführungen verwiesen. Now point K, the killing of hundreds of thousands in the years 1939 to 1945 through mass deportation and detention in concentration and transit camps and in ghettos. The accused was engaged in deportation from the countries named in the indictment. However, this is with the exception of the Soviet Union and the Baltic countries. This transpires from the material in front of us. In the files of the comprehensive deportations, we find no information about the above-mentioned areas. This confirms the declaration of the accused that he had not taken part in any deportations in the eastern areas. Neither did he carry out any deportations from Italy. This was confirmed by witness Kappler. The Reichsführer SS himself ordered the operations about which the witness testified. As for the concentration of Jews in the Drancy transit camp and in the Westerbork camp in Holland, this was done by the relevant commanders of the security police. The operation of the exercise of the jurisdiction of these commanders transpires very clearly from the book of the lawyer Mrs. Van Thalingen-Doles, The Struggle for a Human Being. As for the ghettos and labor camps in the eastern areas, I refer to the details in my closing brief in connection with paragraph 2A.
Der letzte Punkt ist 1l, betrifft die Ereignisse in Ungarn. Es ist wohl nicht richtig, dass der Angeklagte in Ungarn wirklich der Meister gewesen sei. Wenn er sich dessen gerühmt haben sollte, so war dies wohl ein Bedürfnis des Publizisten, die Bedeutung der Persönlichkeit des Angeklagten etwas zu heben. Am Hebel des Geschehens saß Wesemeyer, Winkelmann und Geschke. Diesem war Eichmann als Sachreferent unterstellt. Diese führenden Leute sind mit Schwung an das Judenproblem herangegangen und fanden dabei die bereitwilligste Mitwirkung der Ungarn. Der Angeklagte hat zunächst nichts zu tun, als abzuwarten, was von oben befohlen wurde. Auf die Ungarn einzuwirken brauchte er nicht. Die maßgebenden ungarischen Persönlichkeiten waren scharfe Antisemiten und von sich aus zu allem bereit. Sie trieben von selbst vorwärts. Die